Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe wieder eine Folge vom German Testing Day 2024 in Frankfurt mit dabei. Heute im Interview Hannes Meinusch, mit dem ich nicht nur eine schöne Podcast-Folge aufgenommen habe, sondern auch noch das Vergnügen hatte, gemeinsam bei einer 3-stündigen Autofahrt über dies und das zu fachsimpeln. In unserer Folge geht es ganz viel um Organisationsentwicklung, wie intelligent eine Organisation überhaupt sein kann, wie man aus der Dummheit von Organisationen rauskommt und auch ein bisschen wie der Mensch funktioniert. Viel Spaß bei der Folge. Hi, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du mich zu Gast hast. Ja, ich finde ich auch. Ja. German Testing Day 2024. Wir haben viel Spaß, Spiel und Freude hier. Du hast deinen Vortrag noch heute? Ja, heute Abend bin ich dran. Ach ja, heute Abend hast du noch ein bisschen. Sozusagen, wie nennt man das, die letzte Show? Ja. Der Ausräumer, die rote Laterne. Genau, ja. Lumpensammler. So der Lumpensammler, ja, genau. Ganz genau. Ja, und das Thema ist ja auch ganz spannend. Es geht ja um Organisationen, ne? Und um die Intelligenz bzw. die Dummheit von Organisationen. Ne? Ja, der Titel heißt Intelligente Organisationen, Schritte aus der Dummheit. Ja. Bei einer Keynote ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, so einen provokativen Titel zu machen. Aber wenn du jetzt auf Konferenzen so in Parallel-Sessions bist, dann muss man ja immer irgendwie, dann das Leute ist halt schwierig. ziehen, ne? Du musst überhaupt mit deinem Vortrag erstmal reinkommen, das Gremium, also muss es interessant sein. Ja. Und dann muss der Titel meiner Meinung nach aber auch so sein, dass natürlich möglichst viele zu dir kommen in die Parallel-Session und dazu muss es halt so ein bisschen reißerisch sein. Ja, und jetzt haben die heute ja keine Chance, trotzdem hast du einen coolen Titel gefunden. Ne? Also die müssen ja trotzdem kommen. Ja, sie können einfach wegfahren. Ja, können auch nach Hause. Das ist ja der letzte Vortrag. Ja, das genau. bedeutet, der Veranstalter hat dann immer das Problem, was machen wir, damit sie bis zum Schluss bleiben? Ja, also genau. Ja gut, Verlosung am Schluss oder so. Ich bin mir sicher, du wirst heute noch genug Auditorium haben auch dazu. Ja, Organisation, sind die dumm? Ja, man kann ja über Menschenintelligenz und Dummheit sprechen und das sind auch schon sehr provokative Begriffe. Und mich hat immer fasziniert, dass wir Menschen ja auch nur, wahrscheinlich sind wir mehr als das, aber wenn du ganz mikroskopisch schaust, dann bestehen wir aus vielen kleinen Zellen und in diesen Zellen passieren wahnsinnige Dinge. Ich habe mal so eine YouTube-Animation gesehen, wie so Proteine DNA-Moleküle splicen. Ja, man denkt ja, das passiert irgendwie mal eventually oder es passiert. Das passiert aber milliardenfach in unserem Körper, jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe so eine Echtzeitsimulation gesehen und dann denkst du, wie mag das sein? Aber das ist wie so eine ganz präzise Maschine, die knabbern da diese DNA-Dinger auseinander und wie in so einer Wahnsinns-Nähmaschine fliegt da, also einer umgekehrten Nähmaschine, fliegt da was auseinander. Und das siehst du und denkst dann, irre. Also mit was für einer Präzision die kleinsten Teile in unserem Körper arbeiten. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, und wir bestehen dann aus so Symbiosen. Ne? Also so Sachen wie unser Makrobiom, also das, was in uns drin im Darm ist, diese Bakterien, Bazillen, die da drin sind ja auch so eine Symbiose, die wir irgendwie vor Millionen wahrscheinlich als Lebewesen eingegangen sind. Und wir überleben, weil die in uns sind. Und eigentlich kann man sich sogar überlegen, gehören die zu uns oder nicht? Eigentlich sind die außerhalb von unserem Körper, weil der Darm ist ja so ein Schlauch, der durch den Körper durchgeht, wie so ein Tunnel und da siedeln die halt. Also sind sie eigentlich gar nicht in uns. Wir profitieren von dieser Symbiose, sonst könnten wir nicht verdauen und jetzt hier keinen Podcast machen. Ja. Und dann haben wir dieses ganze Mikroskopische und dann habe ich irgendwie mal einen Vortrag gehalten über Intelligenz und mir über den Neokortex im Gehirn Gedanken gemacht. Das ist so auf der Walnuss obendrauf, so die Glibberschicht. Ja. Das sind 6 Layer von Neuronen, die feuern und das macht dann einen wesentlichen Teil unseres Bewusstseins aus. Und das sind ungefähr 20 Milliarden Zellen, die uns ein Bewusstsein geben. Und dann dachte ich, okay, also diese Zellen sind ja wie so kleine Organismen und wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Und sind wir gibt es etwas wie ein Meta-Organismus aus Menschen, jetzt der lange Bogen zu den Organisationen und der Intelligenz, und könnte sich da so ein Bewusstsein entwickeln? Also hat die Menschheit, ist das für sich ein Organismus?
Wenn du jetzt mal ganz groß denkst, und was würde das kennzeichnen? Also ja, wir haben so Kommunikationswege, Internet, logistische Wege wie Blutbahnen, große Straßen, Autobahnen, Flugzeugrouten. Wir haben ein Nervensystem, so ein Finanzsystem, Geld, das irgendwie steuert, dass wir hier Podcasts machen können und nicht Kartoffeln anbauen müssen. Ja. Und trotzdem können wir unser Makrobiom ernähren oder unseren Körper. Und dann habe ich gedacht, würden wir es überhaupt merken als Menschheit? Also wenn die Menschheit ein Bewusstsein hätte, würden wir als Zellen das überhaupt merken? Ja. Und so schließt sich dann der Bogen. Ich mache Organisationsberatung und dachte dann, ich habe schon in so vielen Organisationen mitgemacht und durfte mitmachen. Und manche waren halt ganz toll, manche waren ganz schrecklich, manche hatten tolle und schreckliche Teile. Und so stellt sich dann die Frage, was ist eigentlich das Bewusstsein einer Organisation oder die Kultur einer Organisation? Wie hängt das zusammen? Und darum dreht mein Kopf dann und ich mache mir so Gedanken, die sind dann sehr verworren. Und natürlich haben wir alle schon mal erlebt, irgendwo gearbeitet zu haben, wo es toll war. Wo es so gefluppt ist, so Hand in Hand. So richtig eine energiereiche, gute Sache. Und nachher waren wir alle zufrieden und haben gesagt, wow. Das war doch so cool damals, als wir das gemacht haben, erinnerst du dich noch und so. Und manchmal eben nicht. Ja. So. Und was können wir machen, um dieses Coole, dieses Purposevolle, dieses, wo wir denken, ja, das war so herzerwärmend, oder wir erinnern uns gern dran, mehr herzustellen. In meinem Arbeitsalltag ist es aber häufig so gewesen, vor allen Dingen am Beginn meiner Karriere in den Angestelltenverhältnissen, dass ich sehr häufig in Organisationen war, die mir wehgetan haben, die mich nachts nicht schlafen ließen, wo ich mir Sorgen gemacht habe, wo ich mich geärgert habe oder beschränkt fühlte oder so. Also nicht so gut wohlfühlte. Und das ist ja eigentlich, glaube ich, auch eher ein Gefühl, weil also methodisch oder so machen die ja durchaus ähnliche Sachen, die wo es gut ist, wo man sich wohlfühlt und dort, wo es nicht so gut ist, oder? Ist das? Ja, das ist eine spannende Frage. Geht es eigentlich um mich als Individuum überhaupt? Ist doch egal, ob es mir gut geht. Also wenn die Deutsche Post wahnsinnige Gewinne schiebt, dann muss es mir doch nicht gut gehen dabei. Der Organisation geht super. Also das ist wirklich eine spannende Frage. Haben wir eigentlich als Individuen ein Anrecht darauf, dass es uns gut geht? Ich glaube, die Antwort ist ja. Es stehen so Sachen im Grundgesetz drin. Also wir glauben das und wir achten aufeinander. In unserer Demokratie, in unserem Staat gilt das auch für Organisationen. Also kann es der Lufthansa eigentlich egal sein, wie es dem Hannes geht oder so? Ja, vielleicht ist nicht so wichtig. Ja. Aber ich glaube halt, es ist das, wo es richtig Spaß macht und da ist auch mein Bauchgefühl und meine ganze Hoffnung. Die Sachen, die wir erlebt haben, wo es gut war, da ging es auch den Einzelnen gut. Ja. Was macht denn dann den Unterschied aus? Also du hast dich ja sicher da beschäftigt damit. Was differenziert denn diese Organisationen voneinander? Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Also man kann immer so Zutaten sagen, die dabei waren, ne? Also ich finde ja gut, wenn es zum Beispiel für ein Team oder ein Organisationsteil eine große Herausforderung gibt. Wenn alle sagen, das ist jetzt echt, ob ihr das schafft, also probiert es mal, aber die Chancen sind 50% bestenfalls. Und dann habe ich häufig erlebt, dass das wie ein Ansporn war oder wie so ein Zusammenschweißen. Alle wussten, das ist schwierig und jetzt können wir auch mal was anderes ausprobieren vielleicht. Also vielleicht ist tatsächlich sowas wie Herausforderung oder Inanspruchnahme ein wesentlicher Teil. Dann finde ich immer ganz wichtig, so lernen. Du weißt, wie man lernt, über Fehler und nochmal machen Fehler und Fehler und Fehler. Und dann irgendwann läuft es halt besser, also auch durch Krisen durchgehen. Gute Stimmung. Es muss halt irgendwie respektvoll sein. Das heißt aber für mich nicht immer unbedingt nur super harmonisch, weil wir wollen ja alle irgendwas und dann knallen auch mal so Meinungen aufeinander und so, aber es also glaube ich ganz wichtig, aus so Diskursen, Diskussionen, Streit wieder rauszukommen gut. Und Diversität, ich bin schräger Vogel, es gibt andere schräge Vögel und alle zusammen können wir vielleicht ein gutes Team machen. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge, da erinnert mich eigentlich ganz viel auch daran, was wir ja so seit 20 Jahren auch so ein bisschen versuchen, rund um diese agilen Konzepte rum. Ne? Da steckt ja viel auch von dem drinnen, diese Diversität, viel Kommunikation, außer schon eine gute eine Herausforderung zu schaffen, die auch irgendwo greifbar ist, aber trotzdem auch weiter weg. Ne? Also da gibt es ja einiges an Doppelung drin. Also ich glaube, der Wunsch ist ja hin, zu seiner guten Organisation auch zu werden. Ne? Ja, zu einer guten Organisation
Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, inwieweit spielt das, was die Organisation eigentlich macht und produziert, eine Rolle dafür, wie ich mich damit identifizieren kann. Ich glaube, das wird jetzt auch immer stärker hinterfragt. Welchen Purpose hat die Organisation? Und wo du auf Agilität ansprichst, ich glaube ja, dass es immer gut ist, sich gelegentlich oder regelmäßig in einen Hubschrauber zu setzen und das Ganze mal von oben oder von außen anzuschauen und drüber zu sprechen, so echt so bescheuert machen wir das oder das ist ja lustig, ne? Da gibt es einen Effekt, den haben wir noch gar nicht gesehen und dann wieder reingehen in das System, also dieses Rein und Raus. Und ich finde, in der Agilität auf Teamebene hat man das mit den Retrospektiven einfach, das ist einfach eine super Erfindung, dass du dich regelmäßig zusammensetzt und drüber sprichst, wie ist eigentlich die Arbeit und wollen wir was ändern. Ja. Ja, das ist ein super Hebel. Also merke ich auch, wenn ich mit Kunden arbeite, ne? Also die Retros sind der Hebel, um einfach Veränderung auch in Gang zu bekommen und um überhaupt zu verstehen, was eigentlich so läuft, ne? Um sich diese Zeit zu nehmen. Und auch wie du sagst, ne? Also die Organisation mal als Gesamtes zu sehen, was da eigentlich so gerade so läuft. Ne? Also genau. Ja, und manchmal ist es ja auch so, dass man als beratende Person mit Organisationen zu tun hat, wo man das Gefühl hat, die sind ganz ungeübt da drin, selbst das Heft des Handelns zu ergreifen. Ja, das ist schön gesagt. Und so wie in diesem Asterix bei Kleopatra, ne? So Meister, sag mir, was ich machen soll. Ich glaube, da haben sie gesagt, ich fühle mich schlapp, gib mir noch ein paar Schläge. Ja, genau. Ja. Das Meister kam noch irgendwo anders her. Genau, das ist also das ist ja schon was man in Organisationen auch durchaus manchmal antrifft. Ne? Ja, und ich finde es halt toll, wenn man merkt, dass so Menschengruppen Initiativen ergreifen und sagen, so wollen wir es machen und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Wie entsteht denn da so eine Bewegung dann? Also es gibt ja immer, oder häufig Unzufriedene, die sagen, wir wollen es besser haben, wir wollen auch irgendwie das Ganze ein bisschen weiterbringen, aber ohne mal eine Idee, wie es gehen könnte. Ja, das ist wirklich gut. Also wenn man das wüsste, wie so das Patentrezept für Bewegung, die letztlich ein positives Outcome haben, zu erzeugen, es ist wie so ein Geheimnis. Also man hat so ein Bauchgefühl. Es ist kein Geheimnis, was ich jetzt dir nicht sagen möchte oder so. Ja. Ich weiß es einfach nicht. Aber es gibt so Schade. manchmal das Bauchgefühl, wo du denkst, so klasse, das hat funktioniert. Also in einer Firma haben wir mal so mit diesem Solution Lab hieß das so, 4-wöchige, also ein Team, 7 Leute, ein Thema, crossfunktional, 4 Wochen irgendwo rein, also isolieren, 4 Wochen Vollzeit arbeiten lassen an einem Problem und dann kommen die mit einer Lösung zurück. Und das hat diese Organisation, das war die Hanseatic Bank in Hamburg, hat das institutionalisiert als Innovationsvorhaben und das haben die 10, 15 Mal gemacht. Das war großartig, weil das auf einmal so einen Spirit in eine Organisation gebracht hat und auch so eine Start-up-Kultur in so ein ganz gesetztes Unternehmen und das hat was gebracht. Also so einen Freiraum schaffen für so etwas, aber das ist natürlich auch ein Luxus, das muss man sich leisten können als Organisation. Da ist ganz viel entstanden. Manchmal entsteht es aus der Krise, weil du einfach in einer wahnsinnigen Notsituation bist und sowieso alles liegen lassen musst und sagen musst, jetzt müssen wir hier das Schiff vom Sinken retten. Ja. Da kann was entstehen. Das ist auch super gefährlich, weil wenn du das einmal erlebt hast und wieder machen möchtest, dann kannst du als Manager leicht zum Krisenmacher werden. Ne? Haust ein schönes Loch ins Boot und sagst, wir haben ja noch ein Boot. Genau. Hättest das ja auch nicht reinmachen müssen. So, und auch das Aushalten von der Diversität. Also wenn du so schräge Zapfen in der Organisation hast, die immer alles anders machen, die nerven ja. Die sind ja irgendwie blöd. Und kannst du das aushalten und einbauen oder ist das dann halt immer nur, also wie kann man sowas zu einer gemeinschaftlichen Bewegung führen und nicht immer dazu nur das Einzelne sich an irgendwas reiben? Ja. Das ist mit das Schwierigste, glaube ich. Ja. Ich glaube auch, das ist, wo du jetzt gesagt hast, dieser Innovation Hub oder wenn das quasi so ausgereicht ist, das haben ja andere auch versucht oder machen das ja auch gerade die Großen, ne, also Telekom oder so oder Deutsche Bank, die haben alle so ihre Dinge, wo sie auch Innovation fördern. Aber ich glaube, die Rückführung ins Haus ist dann immer die schwierige ins System, das dann auch wieder... Ja, das haben die auch erlebt. Die haben dann eine gute Idee, alle waren begeistert, das Management und so, mit irgendeinem so Ding haben sie auch einen Innovationspreis gewonnen. Aber das, was das Schmerzliche ist, dann zu entscheiden, es gibt so viele gute Sachen und welche davon machen wir nun? Ja. Wenn du Start-up-Kultur nimmst, ich habe mal für Stefan Schambach gearbeitet, der hat
so verschiedene deutsche Startups gegründet. IntaShop war, glaube ich, das erste und bekannteste, dann Demandfair, jetzt hat der Newstore gemacht. Und der sagte, so ein amerikanischer Startup-Investmentfonds, wenn die so 30, 40 Firmen fördern, dann ist es häufig so, nur eine einzige überlebt und trägt dann diesen ganzen Fonds mit. Also das ist halt, das wäre jetzt sehr extrem, aber das bedeutet ja, du musst 39 Ideen liegen lassen. Ja. Na, vielleicht sind es auch nur 20, also 19 von 20 Ideen, die du nicht machst. Und das ist, glaube ich, super schmerzhaft. Also, und ist ja auch irgendwie ein Waste, ne? Dann hast du so viele gute Ideen und eine hat einen Effekt. Und das ist übrigens der Unterschied, finde ich immer, zwischen Effektivität und Effizienz. Effekt, da willst du irgendwas erzielen und das kann aber sehr teuer sein, aber du kannst einen wahnsinnigen Gewinn davon machen, wenn du dafür bereit bist, in der Konstellation sowas auszuprobieren. Eine effiziente Organisation hat es damit sehr schwer, weil die ist ja so in dem Geschäft, was sie macht, ausgetrimmt, dass sie das so unglaublich billig macht. Wie kann man sonst einen Brief für 85 oder wie teuer das auch immer ist, Cent jetzt durch Deutschland befördern? Ja. Das ist eine wahnsinnige Markteintrittsbarriere für andere, weil die halt effizient sind. Die tun sich aber unglaublich schwer mit Veränderungen. Wenn das System sich verändert, dann hast du so eine effiziente Organisation. Ja. Und ich glaube, Simona Popisti war das, die war mal eine Zeit lang in Bremen bei Daimler Innovationsmanagerin und die sagte, in einer so effizienten Organisation und Change, das ist ungefähr so, als ob du so einen total anorektischen Marathonläufer im Nordpol aussetzt. Der friert dann und dem geht es nicht gut. Ja, klar. Ja, das ist auch, also ich glaube auch wirklich auf Effizienz getrimmt und das ist ja quasi auch, sagen wir, mit auch Leitkultur der letzten Jahrzehnte auch im deutschsprachigen Raum gewesen, ne? Immer mehr Effizienz auch zu schaffen in Produktionsketten, in allen Dingen. Macht aber auch anfällig für Einschläge, für Impacts, weil man ja einfach nicht mehr so veränderungsfähig wird. Ne? Ja, klar. Also das ist ja immer das, was immer du da als Beispiel nimmst. Die Dinosaurier haben halt das schwer gehabt nach dem Meteoriteneinschlag und die Mäuse haben es besser gehabt. Ein Glück, so sind wir entstanden. Beweglichkeit in einem veränderlichen Umfeld, das ist gut, weil dann hast du mehr Überlebenschancen, aber bist halt dafür nicht so effizient und musst dich halt irgendwie so durchwursteln, während dann die effizienten großen Firmen so die wahnsinnigen Geschäfte machen, kribbelst du so vor dich hin, aber wenn eine Veränderung kommt, hast du vielleicht Vorteile. Ja. Das ist halt wie so ein Ökosystem. Glaubst du, ist es zwangsläufig so, wenn Unternehmen, sie sind ja auch alle irgendwo immer auf Wachstum aus, ne, und Größe wird, dass das automatisch dann auch immer so eine dumme Nummer wird, dass das dann einfach über den ganzen Overhead, die Politik da drinnen, die Abteilungen, die Silos, die sich entwickeln, dass das zwangsläufig dann immer mal zu so einer Dummheit führt, die dann wieder mal aufgebrochen werden muss? Oder? Ja, das ist ganz normal. Also Wachstum ist eine der übrigens, glaube ich, so, das ist jetzt kein äußerer Faktor, aber so ein innerer Faktor. Also Erfolg selber ist ein Change-Treiber. In der IT war das immer ganz schön. Ne? Also wenn du im Startup anfängst, dann hast du immer angefangen mit einem Backend- und einem Frontend-Team. Ne? Also hinten die Datenbankknödler und vorne die Oberflächenbauer. Ja. Und das gibt die Organisation vor, weil bis zu 20 Leuten oder so in deiner IT kannst du so super skalieren und die Concerns voneinander separieren. Darüber kannst du nicht mehr skalieren, also mit logischer Aufteilung. Und dann kommen so andere Ideen, so diese Otto-Vertikalisierung oder Domain-Driven Design, wo du versuchst, Teams vertikal und nicht so horizontal geschichtet, sondern vertikal aufzustellen. Und im Wachstum eines Startups bedeutet das, zu irgendeinem Punkt musst du so eine 90-Grad-Rotation deiner ganzen Produktorganisation machen. Und das ist ganz typisch. Und hast ganz viel Schrottsoftware, die du gerade eben gemacht hast, die dir dein Venture-Kapital gebracht haben und so. Und dann bist du jetzt davor und dir so, jetzt müssen wir alles ändern. Und also Wachstum selber ist ein Change-Faktor. Ja. Und sehr schwierig. Man muss dann Sachen loslassen und wegschmeißen. Ja. Und nicht glauben, ist dann halt schwierig, wenn du so alte Software dann in einem größer werdenden Unternehmen hast. Ja, und auch für die Menschen, die ja da drinnen sind, die sich ja auch da quasi wohlfühlen, so wie sie es jetzt gerade machen, ne? Und nicht unbedingt jetzt gerade so ein Shift dann auch vielleicht mitmachen wollen oder so. Das ist ja auch ganz typisch, ne? Gerade in der Produktentwicklung, dass dann die Leute rausgehen, zu dem Zeitpunkt Management rotiert wird und du einfach andere Kapazitäten reinkriegst. Und kennst du dieses YouTube-Video mit der Lone Nut? Da gab es auch mal einen TED-Talk drüber, so auf einem Festival.
so ein Musikfestival, wo einer auf der Wiese ist und so tanzen. Ja, irgendwie das so ist sehr 30 cool. Sekunden lang vor sich hin hibbelt und tanzt und alle denken so, was hat der geraucht Genau. und so. Ja. Dann kommt ein zweiter dazu und macht voll mit. Ja. Und dann irgendwie so 20 Sekunden später siehst du, wie die Menschenmassen darauf stürmen. Ja, genau. Und alle voll abtanzen. Ne? Und dieser TED-Talk war halt irgendwie cool, weil er sagt, es braucht halt diesen Lone Nut, also irgendwie so einen Irrsinnigen, der am Anfang irgendwas macht. Ja. Und dann vielleicht noch der ganz wichtige Second Follower oder der zweite, der dazukommt. Ja. Und hinterher ist es eine Massenbewegung. Ja. Und dann ist aber sozusagen die es angefangen haben, sind dann vielleicht auch nicht mehr da. Ja. Wenn ich jetzt in einer Organisation bin, das schließt jetzt gut an die nächste Frage auch. Ich merke, ich habe da Ideen. Ich habe da so eine Vorstellung, ich bin so ein bisschen der Verrückte in dem Ganzen. Was würdest du mir denn raten, was kann ich tun, um das ins Leben zu bringen, in mein Umfeld zu bekommen? Ja, weiß auch nicht. Also ich glaube, das ist einfach so. Wenn du so bist, dann bist du so und dann wirst du deine Schmerzen damit haben, weil du merkst, wenn es größer wird, dann denken auch Leute hier, der Richie, der Blödmann, was macht der denn da schon wieder? Es ist, kann er nicht mal aufhören? Und das ist ja für dich schmerzhaft, weil du hast es ja irgendwie, also du bringst ja eine Veränderung in so ein System rein. Und ich glaube, also die Leute sind halt unterschiedlich. Und wenn du zu der Gruppe gehörst, die immer gerne Veränderung machen oder was Neues ausprobieren, dann wirst du irgendwann zwangsweise auch schmerzerprobt werden. Und das tut dann auch weh, Sachen loszulassen oder festzustellen, dass geht es seinen normalen Gang und ich hätte es halt anders gemacht. Aber es gehört dazu. Also es gehört auch irgendwie dazu. So, also mein Tipp, du hast ja gefragt, wie soll man sich da aufstellen? Da gibt es diesen alten Wolf Biermann-Song, du lass dich nicht verhärten in dieser harten... Ich denke also, passieren halt doofe Sachen im Leben und Enttäuschung und Zeug, was dann nicht so gut ist. Und irgendwie, ich meine, du bekommst ja immer so super gut gelaunt rüber. Behalt dir einfach das bei. Okay, gut, dann also ich hab meine Strategie. Genau, ja, super. Ich bin auch gut gelaunt. Ja, Eigentlich. wie machst du das? Ich weiß nicht. Ich sitze manchmal so mit so einer grimmigen... Ja. Nee, ich bin schon sehr fröhlich immer und ich bin ja auch, ich nenne mich auch der Zukunftsoptimist, ne, weil ich ja auch immer denke, es wird alles gut werden irgendwo und wenn es noch nicht am Ende ist, dann es wird noch kommen und wird alles gut. Ja, genau. Ja, sehr schön. Hannes, vielen lieben Dank für diese Einsichten, mal so in Organisationen und wie sie so ticken. Ich glaube, da kann man sich auch schön inspirieren und was mitnehmen und vielleicht den einen oder anderen jetzt auch motiviert, mal mit seiner Verrücktheit auch rauszugehen und mal ein bisschen Veränderung zu leben. Ne? Ja, danke Richie. Super. Hat Spaß gemacht. Danke, ciao.